Wie kommt man jetzt dahin? Wo Grönerlund übrigens auch sehr bekannt für ist, sind die Live-Shows. Hey Leute, das ist ein absolutes Must-Do hier in Grönerlund. Toller Park, tolle Attraktion, tolle Achterbahn, alles ist super schön. Opa! Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Schweden unterwegs, nehmen euch heute mal wieder mit in einen unfassbar guten Freizeitpark, einer der besten Freizeitparks, den es überhaupt gibt. Wir sind aber noch in unserem Scandic Hotel, haben gerade unser Zeug ins Auto geschmissen und gehen jetzt eben mal mit euch zum Frühstück. Honey, honey, I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, honey, I got what you need. So, mein Hof ist weg. Jetzt schreit euch wieder hier so rum. Gefrühstückt, wieder sehr gutes Frühstück. Und jetzt geht es 1 Stunde 11 Minuten zu einem Parkhaus, denn wir fahren nach Stockholm und wir fahren nach Grönerlund. Jetzt habe ich die Navigation schließen. Wir klären jetzt das Problem mit der Navigation und melden uns gleich wieder. Aber Grönerlund kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Einer der geilsten Freizeitparks, die ihr je gesehen habt. Kurios, verrückt, gute Attraktionen. Ja, bis gleich. Opa Landsbro. Der hier ist unser Landsbro. Ah, okay. Das ist auch kein. Ja, ist draußen 3,20 ja. Dran, stimmt. Nochmal der finale Stahlträger. Kopf einziehen. Stopp, stopp, stopp. Oh Gott. Wir sind in Stockholm angekommen und es gibt ein Parkhaus, was hier empfohlen wird. Ne, wird das empfohlen oder hast du das rausgesucht? Nee, das wird empfohlen. Das wird empfohlen. Jetzt haben wir so theoretisch 15 bis 20 Minuten Fußweg, wenn wir hier rauskommen. Ja, drück doch mal auf den Knopf. Da drücke ich auf den Knopf. Wenn es brennt, liebst du jetzt hier oder was? Die Treppe geht. Nee, das ist ja, die ist zu. Das ist ja ein Feuerausgang. Warum musst du denn jetzt eine Visa? Wenn du keine Visa hast, bleibst du auch hier oder was? Hä? Wie kommt man hier raus? Ich weiß auch nicht, wie man das denn hier bezahlt. Das ist einfach so schwer. Nee, ne? So. Nee. Was los? Wir wollen jetzt hier unser Ticket holen für unser Auto in der Parkgarage. Und es funktioniert nicht. Wie immer an solchen Automaten, wenn ich irgendwas tue. Daher, wir wissen auch noch gar nicht richtig, wie das funktioniert. Select Auto, Checkout Time. Das war jetzt eine ganz schwere Geburt. Man muss auch wieder vorher hier sein Parkticket lösen. Und wir haben ja gestern im Video gelernt, dass viel kontrolliert wird. Das haben wir jetzt irgendwie uns da durchgeklickt. Und wenn du einmal zu weit den Preis da reinklickst, dann kannst du auch nicht zurück und dann musst du alles von vorne anfangen. Also es ist richtig gargelig.
Haben wir jetzt auf jeden Fall gemacht, 305 Kronen bezahlt. Wir kommen auch hier rein, wir sind da vorne zum Aufzug reingekommen. Wir waren natürlich, haben wir an der Tür geparkt, wo man nicht in den Aufzug reinkommt und die Tür abgeschlossen ist. Ist ja logisch. Wir sind jetzt auf 1. Wir müssen auf 3 wahrscheinlich, ne? Schade. 2 kannst du gar nicht anhalten. Nee. Wir laufen gerade an der Einfahrt vorbei und das hatte die Uschi vorher auch gelesen. Was etwas für Verwirrung sorgen könnte, ist draußen Einfahrtshöhe 3,20. Die Parkhauseinfahrtshöhe oder überhaupt Höhe ist aber nur bei 2 Metern. Nicht, dass ihr euch davon irritieren lasst. Also ich glaube, das ist auch ganz in der Ecke. Es steht nochmal 2 Meter. Dieser Vorraum ist so die 3,20. Wahrscheinlich für Entsorgungsfahrzeuge oder so. Aber ja, ihr kommt nur mit 2 Metern Höhe da rein. 1,90 Meter Regeln. Sind auch keine Parkplätze irgendwie jetzt noch. Manche haben das dann ja auch in so einem Vorbereich dann für höhere Fahrzeuge. Aber da haben sie jetzt nur Fahrradparkplätze gehabt. Leute, also ich kenne ja so Wassersäcke in Städten für die Bäume im Sommer, dass die mit Wasser versorgt werden. Aber die kommen noch nicht um die Pfeiler, die die Bäume stützen sollen. Das ist ja schon totes Holz. Das ist hier überall so. Und zum Beschweren macht jetzt auch irgendwie keinen Sinn. Oder bin ich doof? Also ja, ich bin doof, aber hä? Wir sind kurz vor unserem Ziel, aber kommen gerade am ABBA-Museum vorbei. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass Stockholm natürlich auch für viele Citytrip-mäßig total spannend ist. ABBA-Museum vielleicht eine spannende Sache ist. Für uns halt nicht. Das ist nicht unser Metier. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hin müssen, weil wir sind jetzt irgendwie so eingangsmäßig fast. Letztes Mal, als wir hier waren, sind wir auch irgendwo hinten rum reingekommen, aber da ist mal einen Vortrag uns angehört haben, bevor wir in eine ultra krasse ERT gestartet sind. Aber wir sind, glaube ich, gar nicht so falsch irgendwie in dieser Area. Peoples, wir sind drin, müssen ans Ticketcenter, zum Ticketcenter. Und dann haben wir unseren ECC-Ausweis hingelegt und dann war direkt so, alles klar, weiß ich Bescheid. Hier, eure Tickets, viel Spaß, Eintritt und Ride Pass. So, jetzt überlegen wir, ob wir jetzt direkt einen Locker suchen oder wir stolpern in Monster rein, 0 bis 10 Minuten Wartezeit und das ist für uns eine neue Achterbahn, die hier steht. Und zwar diese hier oben. B&M Inverted Coaster in so einem Park, das ist total crazy. Wir kommen jetzt einmal hier lang, da gucken wir nochmal, oder? Vad tänkte du? Achso, hier ist schon Station.
Holla die Waldfee, Leute. Monster B&M Inverted Coaster, Neuheit für uns, weiß gar nicht mehr aus welchem Jahr. 21, 22, man weiß es gar nicht. Also ich habe darüber mal berichtet. Krasse Bahn, ey. Echt cool. Also ich bin ja kein großer Fan von B&M Inverted Coastern und höre gerade 21 wieder reingerufen. Front Row ist natürlich dann bei so einer Bahn entscheidend. Sehr viel Near-Miss. Man macht irgendwie die ganze Zeit nur irgendwelche Spins, weil du das dann natürlich alles immer über die Dächer der Gebäude drehen kannst. Aber echt sehr nice Bahn, ey. Hat echt Spaß gemacht. Gut lang auch, vor allem. Also wer jetzt Grönerlund noch nicht kennt, dieser Park ist winzig klein, stapelt seine Sachen, baut die übereinander, ineinander und ist mitten im Herzen von Stockholm, direkt am Hafen. Ab und zu, je nachdem, wenn man Glück hat, sieht man auch mal ein Kreuzfahrtschiff vorne anlegen. Und wir werden das vielleicht im Laufe dieses Videos ein bisschen zeigen können, aber so einen großen Overview, den kann ich euch leider nicht geben, aber um da sich ein bisschen ein Bild von zu machen. Sehr geil gestalteter Wartebereich, schön gestaltete Station, auch am Ausgang ist dann noch ein bisschen Gestaltung bis zum Treppenhaus, dann ist nur noch in entsprechenden Farben Holz gestrichen, aber ey, geschenkt, wir sind in so einem Luna-Park, das darf man auch wieder nicht vergessen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, die Bahn. Ich finde auch noch cool, dass sie unterirdisch startet. Die kommen ja einfach aus dem Boden raus, das finde ich cool. Und am Ende, in der Schlusspunkt, fällt es ja halt auch wieder ziemlich steil unter die Erde. Das fand ich jetzt auch noch cool. Und die Aussicht, wenn du den First Drop hast, ist halt auch mega geil. Das war es, was ich sagen wollte. Der Baum kann auch schon nicht mehr alleine. Hier wird dir geholfen. Hier wird mir geholfen. Du als Baum. Hier neben uns ist direkt Insane, aber gerade irgendwie down, fuhr gerade noch. Intermin Sexspin Coaster, der intensivste und krasseste Sexspin Coaster. Sehr beliebte Attraktion hier. Damals, als wir hier waren, hatten wir ja ERT auf Jetline und Twister. Und vor Parköffnung haben sie uns dann da alle reingestellt, gesagt, ey, dann könnt ihr die ersten Fahrten machen, weil es kommen alle reingeströmt und rennen sofort dahin. So war es dann auch. Ist, wie gesagt, gerade geschlossen. Aber Intermin hat hier auch eine neue Attraktion noch für uns hingestellt, die wir noch nicht kennen, die bei unserem letzten Besuch noch nicht existent war. Und zwar einen Drop Tower. Die haben doch, glaube ich, auch noch mal einen extra Namen. Wer schon mal in Florida war, in Busch Gardens, Tampa, ist da vielleicht Falcon's Fury gefahren? Ach, das ist da oben dann. Und hier, also das ist ja ein Turm, ein Freifallturm, wo aber die Gondeln nach vorne kippen, so ganz nach vorne. Nicht so schräg, wie ihr das vielleicht noch, wenn ihr was älter seid, aus dem Movie Park Germany kennt, sondern wirklich 90 Grad, Gesicht nach unten und dann geht's runter. Und hier hat man auch so einen Turm, etwas kleiner und
Icarus steht, glaube ich, da oben. Da müssen wir jetzt mal den Weg hinfinden, weil ich möchte das auf jeden Fall machen. Es gibt wieder jemanden, der sich hier drückt. Katapulten steht hier neben SNS Schottendrop Tower. Da haben die Leute richtig Bock drauf. Und hinter mir ist auch sehr geil der Zierer Wellenflieger, der nochmal so ein Stück rausgeht aufs Wasser. Das finde ich auch super, super schön. Ja, schade ist Jetline. Da reden wir vielleicht dann gleich auch mal drüber, wenn wir noch mal ein bisschen näher dran kommen. Steht nämlich hier mitten im Park. Auch jetzt nicht so günstig für die Zukunft. Wie kommt man jetzt dahin? Das ist ja jetzt das nächste Thema. Hallo. Hä? Und da passiert auch gerade nichts. Das ist auch, die bedienen nur eine Seite. Vielleicht ist ja nicht so viel los. Das wäre ganz nett. Beide Seiten wären netter, aber da ist doch der Eingang, oder? Das sieht doch aus wie Icarus, was da drauf steht oben. Sehr schön. So, guck. Süß. Opa! Das ist krank. Man fragt sich, wann sie wieder zurückkommt. Ich bin doch hier. Da geht's auf. Also diese Automaten in Schweden machen mich wahnsinnig. Also keiner will uns irgendwas verkaufen. Kein Parkticket, kein Getränk, kein gar nichts. Das ist ja der Wahnsinn. Icarus gefahren. Was ein Wahnsinnsritt. Und dann konnte ich Uschi noch bequatschen, doch noch mitzufahren. Also musste ich, armes Kind, zweimal fahren. Wie schrecklich. Super geil. Krass einfach. Total verrückt, weil du guckst senkrecht nach unten und dann stürzt du da runter, aber das Ganze ist super smooth und du wirst jetzt auch nicht so abgebremst, sondern das Ganze schwingt ja dann auch aus. Hier wird mit Möwen gekämpft, damit du immer eine smooth Landung hast. Dieses Ausschwingen ist übrigens maschinell, das muss maschinell sein, damit das auch immer funktioniert und nicht ausfallen kann. Meinst du mechanisch? Maschinell? Vielleicht meinst du auch mechanisch, ja? Ich glaube schon, oder? Ja, Maschinell klingt irgendwie komisch. Es ist auf jeden Fall ausfallsicher, so, darum geht's. Auch geil ist, um das jetzt so ein bisschen Step by Step mal zu zeigen, wie hier alles zusammengebaut ist. Die haben Hus Park Attractions Breakdance hier, auch eingehaust, überdacht, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ja, die Mitte passt nicht rein, da hat man einfach so ein bisschen die Decke ausgeschnitten. Total witzig. Müsste ein Breakdance 3 sein? Bin ich da richtig informiert? Du bist doch da die Expertin. Wo Grönalund übrigens auch sehr bekannt für ist, sind die Live-Shows. Hinter mir ist die Bühne und da gibt es dann immer wieder regelmäßig Konzerte, vor allem im Sommer. Und die sind einfach im ganz normalen Eintritt mit inkludiert.
Das ist sehr geil. Aber wenn ihr sonst Party haben wollt, habt ihr es gerade gesehen, geht ihr auf den Breakdance. Wie geil ist das bitte? In einem Park, cool eingehaust, mit Nebel, Lichteffekten, cooler Musik. Und ja, dementsprechend auch beliebt, haben alle direkt Bock drauf. Und wir haben es ja jetzt die Tage gesehen, Breakdance 5. Auch wenn du den nur so als Partyteil machst, also ich erinnere gerne an die Partyhöhle bei Chiapas, was das für ein Hype hat, einfach das Element. Wenn man so coole Partyelemente in so einen Breakdance einbaut, in einem Park mit diesen ganzen Showrides, das ist doch total schön einfach. Wir stehen jetzt quasi ja vor einem schwarzen Zaun und einer riesigen Achterbahn in Dörkes. Jetline ist ein Schwarzkopfcoaster, der nicht mehr fährt und wahrscheinlich nie wieder fahren wird. Und zwar gab es hier einen tödlichen Unfall und das quasi Unmögliche ist passiert, und zwar ist ein Zug entgleist. Aber da hat der Park selber dran Schuld. Müssen wir mal in einem Video aufwendig auseinanderklamüseln, wer, wie, was, warum. Es bleibt dabei, dass Achterbahnfahren unfassbar sicher ist, aber hier hat man halt missgebaut. Einfach, ja, wissentlich, würde ich jetzt mal so vermuten. Und Jetline steht hier leider noch. Aber es ist noch eine andere Achterbahn mit da reingewoben. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Problem hier. Ich weiß nicht, wie man das Problem beheben möchte. Also eine von den Bahnen rauszukriegen ohne die andere. Oder man muss da eine opfern. Die wir opfern müssen, ist nämlich Wilde Maus, glaube ich, heißt sie. Das ist aber keine wilde Maus, auch wenn das so anmutet, sondern ein Gerstlauer Bobsled Coaster. Von der Art sehr ähnlich, aber eine wilde Maus ist dann doch schon mal anders, auch wenn es so Mauskurven bei Bobsled Coastern gibt. Und da werden wir wahrscheinlich jetzt als nächstes hinsteppen und euch natürlich auch mitnehmen. Wie das Schicksal so will, haben wir eine Anton Cola Zero bekommen. Danke, Anton. Ja, Wilde Musen war angeschlagen mit 20 bis 30 Minuten Wartezeit, stimmte auch. Coole Fahrt, also ein bisschen, aber hat richtig Bock gemacht und ja, immer noch unfassbar schade mit Jetline drumherum. Es zieht sich gerade ein bisschen zu, das heißt taktisch versuchen wir jetzt Twister zu fahren, Holzachterbahn oder Hybrid, Holzschiene, Stahlkonstruktion. Das ist halt total geil, ne? Egal wo du hier in den Park hinguckst, irgendwo ist eine Achterbahn. Und ja, für Twister haben sie damals, so wie ich das noch im Kopf habe, die Geisterbahn abgebaut und den
die Berg- und Talbahn, die sich da oben irgendwo befindet, haben dann Twister aufgebaut und dann beides wieder neu aufgebaut, damit das funktioniert. Übrigens ist die Berg- und Talbahn gerade nicht vorhanden. Also das Gebäude steht da, aber keine Achterbahn, keine Berg- und Talbahn, sondern irgendwie wahrscheinlich ja, refurbished oder sowas. Genau, und das ist halt so geil. Du bist halt, oh geil, der Verladekran ist die Giraffe. Aber hier ist die Achterbahn und hier ist das Wasser und da hinten sind dann auch die Kreuzfahrtschiffe immer. Ey, ich liebe diesen Park einfach. Richtig cool, ey. Richtig verrückt. Also in die Garage rein ist auch tschüss. Leben als Ride Review so hart. Ist es leider wirklich, aber wir sind Twister gefahren. Gravity Group, Hybrid Coaster, Holzachterbahn in den Timberliner-Zügen. Das hat nichts mit der Holzachterbahn zu tun, außer die Roughness. Aber das Layout ist ja totaler Murks eigentlich, aber es macht total Spaß, weil das ist ganz absurd. So baut man ja keine Holzachterbahn. Also du findest vielleicht in den USA das eine oder andere selbstgebaute Ding, was da so unterwegs ist, aber in Europa ist Twister auf jeden Fall einmalig. Und ich sollte für ein Foto gerade hin, aber ich komme jetzt auch nicht mehr raus. Da gegenüber von uns ist jetzt das Gebäude, wo die Berg- und Talbahn drin war und gerade keine drin ist. Ich denke, dass wir aber, bevor es vielleicht wirklich anfängt zu schütten, jetzt noch zu Quasten gehen. Das ist eine weitere Achterbahn, Suspended Family Coaster von Vekoma. Das Layout haben wir auch schon ein paar Mal gezeigt. Ja, ja. Und ja, hier... Also man hat jetzt auch bei der Fahrt, eine Jetline geht ja auch da überall durch, habe ich ganz vergessen. Das Jetline ist die Aorta von Grönerlund. Und was auch ein bisschen schade ist, dass der Starflyer, der Phantom Starflyer aktuell nicht fährt, hier Eclipse. Weil da hätte man auch nochmal einen schönen Überblick über Stockholm und Grönerlund gehabt. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir müssen auch jetzt hier lang. Ja, also Gastro und alles ist natürlich auch noch unnötiger. 10 bis 20 Minuten bei Quasten. Quasten bedeutet übrigens Besen. Und das Ganze ist ein Hexenhäuschen, wo es jetzt reingeht. Und wir sitzen in dem auf dem Hexenbesen. In dem Hexen, ja. Genau. Cool. Bock.
Wir haben 12 Minuten für Quasten gewartet und das war jetzt nicht die höchste Wartezeit heute, es waren 22 Minuten bei der Wilden Moose und Twister waren es keine 5, würde ich sagen, und der Rest war Walk-On. Soll das gute 5 gewesen sein? Ja, Vekoma Suspended Family Coaster der neuen Generation. Richtig, richtig gut. Schönes Layout, macht Spaß, ist schnell. Die Optik, dass du so aufs Wasser, also erst fährst du über Twister, dann durch Twister, dann übers Wasser, aufs Wasser zu, dann hier über den Parkteil. Ich weiß noch, damals ist dann hier die Bahn gefahren, hier war alles voll mit Menschen, die sich dann das Konzert von den Dropkick Murphys angeguckt haben. Und das ist schon sehr nice. Und eine coole Bahn, auch eine süße Gestaltung. Diese Tivolis, das sind ja keine Themenparks, wo jetzt krasse, immersive Themenwelten auf einen warten. Trotzdem nette Gestaltung mit schönen Themen, Logo, allem drum und dran. Mag ich auf jeden Fall sehr. Und da fährt auch schon die nächste Runde. Offener, cooler Zug. Der hat einen Gurt, die haben mir ein bisschen nachgerüstet. Der Sechsbin fährt auch wieder, das sehen wir gerade von Weitem. Ich brauche da noch Aufnahmen von, aber das Wetter ist eigentlich nicht dankbar dafür. Und wir werden wahrscheinlich jetzt rübergehen zur Geisterbahn, die ich ja eben schon erwähnt habe, die für Twister abgebaut wurde und wieder aufgebaut wurde. Die habe ich als sehr cool in Erinnerung und bin gespannt, wie die Fahrt denn jetzt ist, wenn wir jetzt noch mal dahin gehen. Ja. Eben fand Twister gut und Quasten, ja, mag ich auch. Das ist alles, was ich jetzt so erzählen wollen könnte, würde. Wenn ich nur sage, erzähl du doch mal was, das war gut. Das war cool. Es liegt nicht an mir, dass die so wenig hier erzählt. Hey Leute, ihr müsst auf jeden Fall die Geisterbahn machen. Wie gut ist das Ding einfach? Also richtiger Ghost Train. Thema ist ein bisschen Zug und wir starten aber irgendwie in der Kathedrale und es gibt ein paar Zugbereiche, aber auch wirklich richtig viele coole Effekte, Geisterbahn-Elemente, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man fährt über Animatronics drüber hinweg. Das gibt es eigentlich auch nirgendwo sonst, dass man über die Animatronics hinwegfährt, die unter der Schiene sind. Da drin ist dann nochmal ein Vortex-Tunnel. Es gibt Schräglage im Zug, es gibt Vibration. Eigentlich gibt es auch noch so einen Poke. Und dann, weiß ich, Animatronics, also so viel Verschiedenes, was da passiert, was man gar nicht so schnell auch mit der Kamera erfassen kann und überhaupt Hitze, nicht nur echtes Feuer, sondern auch vorher so Hitze und ja, geil, einfach geil. Und dann endet man in einer bloody, gruseligen Gröner Lund Central Station. Cool, wirklich richtig, richtig gut, müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und wir gehen jetzt noch rüber, irgendwas mit Nightmare hieß, House of Nightmares? Nightmare House. Ist hier gegenüber, das ist dann nochmal eine Walkthrough-Experience. Da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Ansonsten ist hier in dem Bereich noch der Polyp, den von am Wasser, ein fliegender Teppich, ich glaube von Zira. Und wo zeigst du hin? Da habe ich ihn gezeigt. Zum fliegenden Teppich. Ah, du hast nicht dahin gezeigt. Natürlich ist es das House of Nightmares. I forget all the endings inside my head, and I rise out of lies. Tonight we'll get there, back to heaven. Living with passion, I live with stars. I keep my head steady, but feet off the ground. I like it lush, my lips so smooth. Baby boy, Johnny, if you want to.
Nightmares ist übrigens eine Upcharge-Attraktion, kostet umgerechnet so um die 5 €. Keine Videos, heißt, ihr müsst da schon reingehen, um zu erfahren, was da drin los ist. Immer sehr cool, wenn Parks sich auch auf ihre History beziehen und darauf eingehen und das mit einbauen. Es gibt übrigens noch einen weiteren Turm, und zwar einen Intermin Drop Tower, einmal Freifall mit 2 normalen Seiten, und dann gibt es noch den Tilt, kennt ihr ja dann von der Sitzposition wie im Moviepark ab, aber ein Turm wie im Plopsaland Deutschland. Und da finde ich auch sehr cool das Schild, was nach vorne kippt. Jetzt sind wir über so eine kleine Brücke in den kleinen ursprünglichen Parkteil. Einmal ganz kurz euch abgeholt. Zierer Family Drop Tower, Zierer Tivoli Coaster, Marienkäferbahn. Dann jetzt vor kurzem erst neu aufgemacht, RIS Super Schaukel, wie zum Beispiel, oder wie die einzige andere bisher nur in Edelwies. Dann gibt es noch von Zamperla, ist es glaube ich eine Minimaus, ein Teetassenkarussell, Flugkarussell, also ein Dumbo-Flieger, und der ist hinter mir gewesen, richtig. Und das seht ihr jetzt kurz mal ein bisschen in ein paar Impressionen. So, das ist doch mal richtig. Schöne Theke an der Achterbahn direkt dran. Kinderachterbahn, der Tivoli Coaster von Zierer. Kannst als Elternteil hier schön warten, hältst die Theke fest, pass auf, dass die nicht umfällt. Trinkst dir dann noch ein schönes Kaltgetränk zu, ne? Maximal Cola. Das ist eigentlich auch Coca-Cola Max jetzt, ne? Ja. Und Pepsi Zero. Ja, Prost da. By the way, hier läuft ja alles wieder gleichzeitig. Ich habe eine Oldtimerbahn euch unterschlagen. Und was auch noch zu erwähnen ist, Pumpen, die RIS Superschaukel, hat 2 Fahrprogramme. Einmal ein Family-Friendly-Programm und einmal gibt es auch ein Thrill-Programm. Und wir haben gerade die Maskottchen gesehen, die sind voll süß. Oh nein. Oh Gott. Ganz sicher. Ja. Oh. Oh.
Lustige Huset haben wir jetzt natürlich auch noch gemacht. Das ist ein absolutes Must-Do hier in Gröna Lund und ist halt ein großes Funhaus mit teilweise richtig coolen Elementen, richtig coolen Räumen, ein bisschen all an manch anderer Stelle. Ist halt wirklich auch sehr alt, aber final mit einer geisteskranken steilen Mattenrutsche, wo man einfach dann hochgeklappt wird und dann geht's senkrecht nach unten. Also eine Mattenrutsche, die ein On-Ride-Foto hat. Ne? Das sagt, glaube ich, alles aus. Richtig cool und lustig. Ein bisschen Rückstau gab es auch zwischenzeitlich mal. Aber müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr hier seid. Und daneben ist jetzt noch, ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, aber wir gucken mal den Tunnel of Love, so eine kleine Märchenfahrt. Also es ist auch verrückt, wo hier überall noch irgendwo was mit reingefriemelt ist. Und gefühlt wird es irgendwie immer mehr. Gestapelt, irgendwo rein, irgendwo drüber, irgendwo drunter. Also Monster macht mich immer noch fertig, wo die Kiste jetzt überall hier durch den Park auf einmal führt. Was ist der nächste Schritt? Was soll hier als nächstes noch passieren? Jo, wir sind jetzt auch noch den Tunnel of Love gefahren und ja, ein bisschen gruselig und ein bisschen schade, dass halt die ganze Fahrt eingehaust ist hinter Scheiben. Man da mehr sich selber als alles andere sieht. Und jetzt kommt das, worauf ich die ganze Zeit warte und jetzt mit dem Video schon angefangen habe. Yo, Peoples! So, damit war es halt mit unserem Besuch in Gröna Lund. Ich finde es total quakig, aber vielleicht dann nochmal, weil sich ja aktuell irgendwie Leute beschweren, dass wir nicht 20 Stunden immer wieder die gleiche Achterbahn aufs Neue fahren. Wir haben auch jetzt noch Aufnahmen gemacht. Wir haben hier Zeit verbracht. Wir haben telefoniert zwischenzeitlich, also auch noch ein bisschen arbeiten müssen. Das kommt jetzt natürlich nicht alles in so einem Vlog. Da vergeht auch noch mal Zeit. Und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es auch nicht jedermanns Sache, eine Bahn 20 Mal nacheinander zu fahren, weil wir vielleicht nicht so ganz baller sind oder weiß ich nicht was, stumpf. Es gibt Leute, die kennen kein Maß und kein Limit und das ist dann vielleicht ein Problem. Oder auch nicht. Jeder Jack ist anders, aber sich darüber aufregen finde ich spannend. Das Wort zum Sonntag. Wir fahren jetzt zu unserem Hotel, das gar nicht so weit weg ist. Wenn wir das Auto erreicht haben, ist es 20 Minuten entfernt. Aber zum Auto sind es auch 20 Minuten. Verrückte Welt. Nee, aber sehr cool. Ich finde Gröna Lund super. Toller Park, tolle Attraktionen, tolle Achterbahn. Alles super schön und außergewöhnlich und besonders und richtig, ja, einfach nur zum Liebhaben. Also wenn ihr mal in der Nähe von Stockholm seid, hierhin. Oder wenn ihr mal, weiß ich nicht was Gutes, Verrücktes, anderes sehen wollt, ab nach Gröna Lund, da müsst ihr nicht so lange anstehen wie fürs ABBA-Museum. Da ist immer noch eine Schlange bis nach draußen. Was ist das denn? Ich sehe, dass heute Morgen alle Rope droppen, deswegen ist es so voll, aber... Cool. Da freut sich LS bestimmt. By the way, übrigens, was so Städtetrips, Touristenrumlauf, Hop-on, Hop-off, keine Ahnung, was Geschichten angeht, da sind wir ganz schlecht. Das können wir nicht. Ich weiß nicht, aber jetzt... Nee, keine Ahnung, kann ich nicht. Jetzt hier rumlaufen und Touristen gucken, sehe ich mich nicht. Also, sehe jetzt gerade schon genug. Das reicht ja. Es waren schon zu viele, oder? Es waren schon zu viele jetzt. Ja. Wenn das
das Wetter nicht irgendwie einem dann Strich durch die Rechnung macht, dann ist es irgendwelche Regularien, irgendwelche Schilder. Ich hasse Schilder. Schilder bringen immer nichts Gutes. Mein Gott. Wirklich. Oh. Ja, der Teppich macht auch irre. Ach Gott, die Rückwand auch. Muss aber orange mögen. Oh, was ist das denn? Okay. Das habe ich noch nie gesehen. Also ich weiß, dass das Hanteln sind. Da war Mögen. Keiner lohnt, da war Mögen. Ich weiß nicht, was Hanteln ist. Komm, gerade. 40 Kilo. Gerade. Nee, ich hab keinen Bock auf. Komm, zeig. Einmal gerade machen, ist doch keine Muskelkater. Ich nicht. Pff, wow. Irgendwie drückend. Mhm. Also erst denkst du so fancy und dann ist irgendwie so, Ich find's trotzdem fancy. Ja, natürlich. Jo, wir sind am Hotel angekommen. Oh. Wow, wenn man es gar nicht einschätzen kann, ne? Ich bin gerade rückwärts den Bordstein hochgefahren beim Ausparken. Aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wir sind ja eine gut halbe Stunde gefahren. Hat was länger gedauert, war ein bisschen mehr Verkehr. Aber auch nicht schlimm. Beim Auto haben wir dann wieder fast die ganze Zeit auch telefoniert. Sind jetzt an unserem Hotel angekommen. Dem, wie hieß das nochmal hier? Profilhotels. So, und wir waren jetzt so kurz im Park. Wir sind nämlich jetzt schon wieder Abendessen spät. Da unten, wann müssen wir und gehen jetzt zum Abendessen. Und da sagt Uschi gerade, guck mal da, das sieht aus wie ein Alpine Coaster. Da gehen wir jetzt mal von aus, dass das der ist, den wir morgen früh als erstes machen wollten. Wenn das der ist, dann ist der fußläufig zu erreichen. Und wir bleiben dann erstmal am Hotel parken, weil das hier alles auch nicht so sexy ist. Wir sind jetzt im äußeren Speckgürtel von Stockholm. Und laufen jetzt hier rum und versuchen irgendwo zu Abend zu essen. Das ist kalt. Das hier aus dem Butterbier. Wow, jetzt sieht man das erstmal, dass was draufsteht. Das sieht man wohl gar nicht. Ja, aber das sind doch mal anständig vorgekühlte Gläser. Ich weiß nicht, wie gut das für die Gläser ist, aber gut, das ist da muss ich den Herrn Samann anrufen, was der dazu sagt. Aber dem ist das ja recht, wenn die kaputt gehen. Herr Sam ist ja eigentlich nur ein Vertragspartner von dir, ne? Du bist ja eigentlich am Preview. Ich bin eigentlich am Preview und ich eiche die Samengläser. Aber wenn irgendwann mal jemand eine Doku-Reportage über die Firma Sam findet, die Gläser machen in Deutschland, Made in Germany, diesem Familienunternehmen, schickt mir bitte den Link. Ich möchte da unbedingt was sehen. Ich habe noch nichts gefunden, aber ich bin interessiert. Oder Herr Sam, wenn Sie das sehen, oder jemand aus der Familie, Frau Sam, Sohn Sam, Tochter Sam, ich weiß es nicht. Gibt es Werksführungen? Ich hätte gern einen Werksführer. Ein Werksführer? Wo sind wir denn hier? In Stockholm. Im Brick Burger and Steaks. Irgendwie so. Bricks, Burgers and Steaks. Ich glaube schon. Irgendwie so. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Diese richtig geile Industrieschar mit diesen Industriefenstern. Es gibt auch eine Außenterrasse. Es gibt auch wenig Innenterrassen übrigens auf der Welt, aber das ist dann eine Empore. Wenn das jetzt ein Haus drumherum gebaut wird die Außenterrasse zu Empore, man weiß es. Aber die Empore ist ja da oben. Ja. Also die ist schon zur Empore geworden, die Außenterrasse. In der Zeit, wo du das gerade erzählt hast. Auch so Stangen, wo dann so richtig coole Lampen dran hängen, die so geklopfte Fleischerhaken hängen da mit dran, das ist geil. Aber dann sind irgendwelche Fässer oder Auspuffs, die als Lampen fungieren. Longhorn, das ist ein Hybrid. Hier, dass das so eine Shed ist hier, die Tick ist, so eine Hütte.
Ja, stimmt. Das ist so Texas-Style alles. Ja. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Der Cowboy, der da hängt, ne? Der muss ja eine Nebelmaschine dahinter haben, dass der dann so... Der ist ja cool. Das ist so ein Flaschenhalter, ne? Den stellt man sich so hin, ne? Den hängt man eigentlich nicht auf. Der steht auf dem Tisch sonst. Ja, genau. Auch sehr geil. Das sind auch so Dinge wie dieser Cowboy, das sind Dinge, die man irgendwie immer sucht. Und also Sachen, das kauft man so als Souvenir oder wie auch immer, keine Ahnung. Ja, sehr cool. Aufs Essen sind wir jetzt auch gespannt. Leute, die Karte haben wir jetzt erst so richtig gecheckt. Absolutely fucking nothing. Dann ist hier Mexiko. Also Mexiko. Actual Mexico. Angry people. Then die Cowboys. Soulless rich people. Auch schön sind. Fat people. Rednecks. Alles, das ist alles Rednecks. Aber hier ist alles New Orleans. Ich lieb's. Das ist eine tolle Karte. People of Tomorrowland. Wir sind ja nach einem sehr, sehr guten Mahl, das war wirklich sehr lecker, wieder zum Hotel zurück und wir sind jetzt in der Lobby und arbeiten noch ein bisschen. Hier ist der Arbeitsnachweis. Hier ist der Arbeitsnachweis 2. Genau. Das muss noch passieren und das machen wir jetzt auch und viel mehr Spannendes wird heute auch nicht passieren. Wenn doch, dann werden wir uns natürlich noch mal überraschenderweise melden. Aber ansonsten sind wir durch mit dem Tag. Vorneweg vielleicht auch noch, ja, ich habe ein bisschen verkackt, weil Furovik ist ein Park hier in Schweden, den wir noch nicht besucht haben, der eigentlich lohnenswert wäre, den mal zu besuchen, weil da schon spannende Achterbahnen stehen. Aber diese Tour war von uns nicht geplant und wollten wir gar nicht machen. Und wir hatten eine Woche an 2 Vorlaufzeit in Anführungsstrichen, wo es um andere Sachen ging und nicht darum, wo fahren wir wann wie hin. Also habe ich das schnell zusammengeschustert und habe das komplett vergessen. Und es macht keinen Sinn, das morgen zu machen, auch wenn wir morgen echt... Also das letzte Wort ist vielleicht noch nicht gesprochen, aber an sich macht es keinen Sinn. Und dann würde das, was wir morgen machen, vielleicht wegfallen oder keine Ahnung. Seht ihr dann im nächsten Tourvlog dieser Tour. Und hätte man das anders geplant, das wäre sogar besser ausgekommen. Hätten wir heute Furovik gemacht und morgen Grüner Lund und übermorgen das, was wir morgen machen und so weiter. Wie gesagt, ja, mein Fehler, nicht genug drüber nachgedacht und Schnellschuss. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ihr werdet es sehen in den folgenden Videos und wir arbeiten jetzt weiter. Und genau, eine Sache aber trotzdem noch. Parkplatz kostet hier extra und sie verkauft auch jedem beim Check-in einen Parkplatz. Und jedem heißt wirklich jedem, auch wenn alle Parkplätze schon weg sind. Und das gab hier nämlich eben schon hitzige Diskussionen, weil sie Parkplätze verkauft. Es gibt keine Parkplätze mehr. Und es gibt aber auch das Geld nicht zurück. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, irgendwo anders sein Fahrzeug abzustellen. Da hat man sich hier auf jeden Fall bis jetzt nicht so viel Freunde gemacht, würde ich mal sagen. Auch wenn sonst alles natürlich tutti ist hier im Hotel. Aber dann, jetzt haben wir es, glaube ich, für heute. Jetzt ziehe ich die Karte leer, dann ist es vorbei. Wir sehen uns morgen 18 Uhr, wie jeden Tag, ein neues Video auf dem YouTube-Kanal.